Moin moin und herzlich willkommen bei Santory. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, heute ist es endlich soweit. Ich präsentiere euch meine Top 10 der Nischenmarke Xerjoff. Und ja, es war für mich unfassbar schwer, mich da festzulegen. Ich hätte das ein oder andere Parfum generell auch gegen ein anderes in den Top 10 austauschen können. Und auch vom Ranking her. Aber jetzt so Stand heute sind es eben meine aktuellen Top 10 und es wird eben ein Ranking geben. Das heißt, wir starten gleich mit der Nummer 10 und landen dann logischerweise bei der Nummer 1. Und ich kann natürlich aus Zeitgründen nicht allzu ausführlich auf das jeweilige Parfum eingehen. Ich versuche aber dennoch ein, zwei kurze Infos zu dem jeweiligen Parfum zu sagen. Und ja, wir starten am besten mit der Nummer 10 mit Torino 21. Ich zeige euch immer mal ganz kurz den Flakon aus der Join the Club Collection, also das bläuliche Design. Ja, wie riecht Torino 21? Es ist ganz klar ein frisches Parfum. Hier wird mit einer Zitrik, also mit der zitrischen Note gearbeitet, aber wir bekommen hier auch ganz klar eine schöne minzige Note und das Parfum riecht für mich auch ganz klar grün-kräuterig. Ich sage immer so schön, für mich ist das so das ideale Wellness-Spa-Parfum, zumindest ist das so meine Assoziation, wenn ich eben Torino 21 aufsprühe. Zitrisch, minzig, grün-kräuterig, ganz toll. So, das nächste ist Oud and Overdose hier auf der Nummer 9. Kurze Information oder nochmal kurze Zwischeninformation. Es wird für den einen oder anderen sicherlich ja eben die eine oder andere Überraschung dabei sein. Aber das sind eben Stand jetzt meine aktuellen Top 10. So, Oud and Overdose, wie riecht es? Es ist auch ein frisches Parfum, aber hier wird mit einer Tabak- und Ingwernote gearbeitet. Das heißt, wir haben hier zwar eine Zitrik, aber wir riechen auch ganz klar hier eine würzige Note heraus. Das kommt eben vom Ingwer und wir haben hier auch eine schöne Tabakblüte. Das macht das Parfum für mich auch ja besonders, denn es ist irgendwie frisch. Auf der anderen Seite haben wir aber auch eine schöne Tabak- und Ingwernote. Also ganz toll und auch besonders. So, dann kommt die Nummer 8. Das ist Decas. Ganz toller Flakon. Decas riecht für mich süßlich. Also man muss schon süßliche Parfums mögen, aber auch hier wird mit einer Tabaknote gearbeitet und mit einer Mandarinennote. Und das finde ich sehr interessant, denn wir haben ja ein süßliches Parfum, was nach Tabak riecht, aber auch eine sehr prägnante Mandarinennote hat. Und das macht das für mich durchaus auch im Sommer tragbar. Aber letztlich ist es auch so ein All-Year-Parfum. Das heißt, man kann es jederzeit tragen. So, dann kommen wir zur Nummer 7. Renaissance. Ja, Erfrischung pur. Zitrisch, herb, erfrischend. Aber wir haben hier auch noch eine schöne, aber auch wirklich nur leichte florale Note. Und das Ganze wird im Drydown auch noch so ein bisschen cremiger und pudriger durch Moschus. Also ein ganz, ganz tolles Parfum. Ja, ist meiner Meinung nach oft irgendwie so ein bisschen unter dem Radar. Da gibt es viele andere Parfums, über die wesentlich mehr gesprochen wird. Aber ich finde, Renaissance muss sich nicht verstecken. Also ganz klar frisch, leicht floral und cremig-pudrig. Meine Nummer 7. So, dann kommen wir nun zur Nummer 6. 40 Knots, auch aus der Join the Club Collection. Also eben wieder das blaue Glasdesign. Wie riecht es? Es riecht maritim, also ein bisschen aquatisch, salzig. Aber hier haben wir auch eine sehr intensive Honignote. Viele beschreiben es immer so als sehr frisch. Das finde ich nicht. Wir haben zwar jetzt hier eben so eine maritime Note, so eine Meeresbrise, so eine leicht salzige Note, aber durch den Honig wird es für mich auch relativ süß. Trotzdem kann man es super gut im Sommer tragen, da sehe ich es aber eher so am Abend und sonst eben auch zu allen anderen Jahreszeiten. Ganz tolles Parfum. So, dann kommen wir zu meiner Nummer 5. Nio, ja, Erfrischung pur. Stellt euch eine Limette, eine Zitrone vor, die ihr ausbeißt, auslutscht, wie auch immer. Also das ist wirklich die pure Erfrischung.
Und ja, hier wird also nicht nur mit Citrik gearbeitet, sondern auch ein bisschen mit Neroli. Das heißt, wir haben so in der Kopfnote auch eine gewisse Rauchigkeit, die aber im Duftverlauf sich zurückzieht und sowieso auch jetzt nicht so präsent ist in der Kopfnote. Aber wir haben eben eine Rauchigkeit. Aber ganz klar ist es ein erfrischendes, zitrisches Parfum. Ganz, ganz toll. So, dann kommen wir zu meiner Nummer 4. Schaut euch diesen tollen Flakon an. Es ist Opera geworden. Ja, dieser Samtbezug, ganz wundervoll. Ja, wie riecht Opera? Es ist für mich ganz klar ein fruchtiges Parfum, was aber auch blumig riecht. Also ganz klar hier Main Player, so eben fruchtige Noten plus blumige Noten. Für mich ist das so, ja, der Inbegriff eines, ja, edlen Parfums. Das heißt, ich sehe das so zum Essen gehen, auch ja durchaus für so einen Operbesuch, für so einen Musicalbesuch, generell, wenn ihr auch mal ja zu wichtigen Geschäftsterminen müsst, wie auch immer. Also es ist ein sehr, sehr komplexes, fruchtiges, blumiges, für mich edles Parfum. Ganz, ganz toll. So, dann kommen wir zu meiner Nummer 3, Tony Iommi Monkey Special. Ja, schaut euch hier den Flakon an. Wundervoll, mal ein komplett anderes Design. Ich versuche es mal so einigermaßen ins Licht zu halten. Ja, wirklich toll, spricht mich persönlich sehr an. Ja, wie riecht Tony Iommi Monkey Special? Es ist ein süßliches, würziges, orientalisches Parfum. Die Besonderheit für mich ist hier ganz klar die Kopfnote. Wir bekommen hier nämlich eine alkoholische, also eine Rumnote und zugleich eben auch eine sehr fruchtige, nämlich eine Passionsfrucht. Ja, die Kombination Rum mit Passionsfrucht ist für mich sehr außergewöhnlich. Also eine unfassbar tolle ja, Kopfnote, und das ganze Parfum wird im Duftverlauf auch noch orientalischer, süßlicher. Wir bekommen da noch eine Karamellnote, eine Zimtnote und aber auch eine Ledernote. Aber es ist kein typisches Lederparfum. Die Ledernote ist für mein Empfinden perfekt dosiert, perfekt auf die anderen Duftnoten abgestimmt. Wir nehmen zwar eine Ledernote wahr, aber es ist wie gesagt kein lederdominiertes Parfum. Ganz, ganz toll und unfassbar tolle Performance, gute Performance, also Haltbarkeit und Sillage. So, jetzt kommen wir zum Platz Nummer 2, Kobe. Ja, einer wirklich eben meiner Lieblingsparfums. Ich bin so ein großer Fan dieser Duft-DNA. Ich liebe dieses Parfum. Es ist sehr frisch, zitrisch, aber, also Bergamotte ist hier ganz klar einer der Main Player. Aber es ist auch sehr viel Neroli enthalten. Und dadurch hat tatsächlich Kobe für mich auch nicht nur eine Zitrik, sondern auch eine relativ starke Rauchigkeit und Würzigkeit. Also die Rauchigkeit geht im Duftverlauf etwas zurück, aber insgesamt bleibt das Parfum für mich erfrischend, leicht rauchig und ja, würzig. Also es ist einfach für mich so ein ja, Signature-Duft, also Signaturparfum. Man kann es eigentlich jederzeit tragen, egal zu welcher Jahreszeit, egal zu welchem Anlass. Ich liebe dieses Parfum, ganz, ganz toll. So, ja, jetzt kommt der Klassiker. Für viele ist es der Klassiker und wahrscheinlich auch keine Überraschung. Auch meine Nummer 1, es ist Naxos. Ja, schaut euch den tollen Flakon an. Das ist Naxos nach der Reformulierung. Da blende ich euch auch mal das ausführliche Review ein. Es riecht noch so wie vor der Reformulierung und performt auch noch so. Also ja, was soll man eigentlich noch zu Naxos sagen? Es ist ein Tabak-Honig-Vanille-Parfum. Es ist für mich ja eine unfassbar tolle Duft-DNA. Es ist komplex, es ist so hochwertig, so fein, so weich, alles perfekt aufeinander abgestimmt. Ja, tatsächlich meine Nummer 1, wie wahrscheinlich für viele andere auch. Da muss man einfach sagen, auch wenn es die ein oder andere Alternative so von der Duft-DNA zu Naxos gibt, da haben die einfach eine Duft-DNA geschaffen, die ja, so wie vielleicht Creed, Aventus, also Aventus für Creed ist, so eine Duft-DNA eben für Xerjoff ist, die so einiges bewegt hat und auch viele andere Parfums, die danach erschienen sind, ja, inspiriert hat.
Und also eine wirklich, wirklich tolle, für mich einzigartige, vor allem auch wegen der Qualität, Duft-DNA. So, ich kann die alle durchaus mal hier zusammenstellen. Ich kann das Ranking ja währenddessen noch mal so ein bisschen wiederholen. Also wir haben hier Nummer 10 Torino 21, Nummer 9 Uden Overdose, Nummer 8 Decas, Nummer 7 Renaissance, dann haben wir auf der 6 40 Knots, dann haben wir auf der Nummer 5 Neo, dann haben wir Opera auf der 4, Tony Iommi Monkey Special auf der 3, Nummer 2 Kobe und die Nummer 1 ist Naxos. Ja, und hier haben wir alle Parfums. Ich verändere mal so ein bisschen den Fokus zusammen. Ja, was soll ich zu der Marke sagen? Xerjoff ist einer meiner Lieblings-Nischenmarken. Ja, ihr seht ja selbst hier diese Top 10. Da sind alle Parfums auf ihre Art und Weise ganz besonders. Das eine Parfum ist ja unter den frischen Parfums einer der besten Parfums überhaupt. Dann gibt's eben andere Parfums hier im Ranking, die dann ja, würzig sind, gourmandig sind, maritim sind, blumig. Also in allen Bereichen ist Xerjoff da meiner Meinung nach immer ja, auf den ersten Plätzen unterwegs und bietet eine unfassbar tolle Qualität. Und wie gesagt, das Gesamtpaket von Verpackung, Glasqualität, Glasdesign bis eben zu der jeweiligen Duft-DNA macht die Marke meiner Meinung nach alles richtig. So, das sind meine aktuellen Top 10. Danke, dass du reingeschaltet hast. Du kannst gerne mal kommentieren, wie so dein Ranking ist. Würde mich tatsächlich mal interessieren. Ich weiß, dass viele Parfums ich jetzt eben nicht mit reinnehmen konnte. Und ja, aber ich sagte ja auch eingangs, dass es für mich unfassbar schwierig war, mich da festzulegen. Es gibt so viele tolle Parfums der Marke. Also schreibt mal fleißig in die Kommentare, was so eure aktuellen Top 10 sind. Danke, dass du hier warst. Bleib gesund. Bis demnächst.